Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 46 Meeting. Seine Sicht. Aufgeregt kommt der Bär schwer atmend zurück auf Deck gerannt. Kapitän! Ruft er sogleich zum Krähennest drauf. Keine Regung. Ich hab mit der Kleinen gesprochen, schreit er aufgebracht weiter. Sashi und Penguin nehmen ihn sofort an je einen Arm. Wie geht es dir? Ist das wahr? Fragen sie sogleich, doch wartet der Bär auf eine Antwort von Trafalgar. Dieser steht, kein Wimpernschlag später, hinter Sashi und Penguin und, obwohl er emotionslos in Beppos Gesicht starrt, erkennt der Bär glänzende Tränen in seinen leicht geröteten Augen. Erschrocken drehen sich die anderen beiden ebenfalls zu dem Alkoholisierten. Law muss sich räuspern, um keine Schwäche in der Stimme zu zeigen. Und? Fragt er mit gewohnter Kälte und Gleichgültigkeit. Beppo sieht ihn traurig an, hat aber nichts anderes erwartet. Wie geht es ihr? Fragt Law lustlos weiter, weswegen der Koch und der Navigator ihn wütend anfunkeln. Verstehen sie nicht, wie er so kalt sein kann, wenn er sie doch angeblich lieben soll. Nicht sehr gut, flüstert der Polarbär betroffen. Die anderen vom Trio sehen bestürzt zu Beppo auf, bevor sie wissend den Blick auf den Boden richten. Sie hat ununterbrochen geweint, fährt dieser fort und sieht anschuldigend zu seinem Kapitän. Immer noch? Wegen mir? Erneut reißt ihn sein Vize aus den Gedanken. Aber ich sagte, wir bleiben auf der Insel bis morgen um Punkt 12 und dass er dir eine Chance geben würde. Law nickt, scheint neue Hoffnung bekommen zu haben und gibt mit einem einfachen Handzeichen erneut den Befehl, abzutauchen. Ei! Auch Sashi und Penguin haben wieder Hoffnung, dass sie zurückkommt, also befolgen sie mit Freuden seine Befehle. Beppo bleibt noch einige Zeit schweigend hinter Law stehen. Tatsächlich spricht ihn der Tätowierte erneut an. Was genau hat sie gesagt? Der Bär setzt sich auf den Boden, bevor sich Law an seinen Rücken lehnt und geduldig auf eine Antwort wartet. Sie sagte nicht viel. Den einzigen Satz, den sie wirklich sprach, war: Es tut weh, Bärchen. Mein Herz tut so weh. Wortlos bleiben die besten Freunde an Ort und Stelle sitzen, denken nach. Ich habe ihr gequältes Gesicht die ganze Zeit vor Augen. Ich wollte ihr doch nie wehtun. Aber, beginnt der Bär erneut, weswegen Law über die Schulter sieht, auch wenn er nur Beppos Rücken begutachten kann. Ich sagte, dass er dir nur die Chance gibt, weil du ihr viel bedeutest, erzählte ihm der Bär, weswegen Laws Herz einen Hüpfer machte. Ich bedeute ihr viel? Taten meine Worte ihr deswegen so weh? Wie gern hat sie mich? Der Sex hat ihr nichts ausgemacht. Also bin ich auch so etwas wie ein Bruder für sie? So ein Blödsinn. Wer schläft denn mit seinem Bruder? Fassungslos über seine eigenen Gedanken fasst er sich kopfschüttelnd an die Stirn. Aber selbst wenn, ist es dein Anfang. Kapitän, Land in Sicht! Sofort sieht der Angesprochene auf die Uhr. 11:30 Uhr. Wir könnten es gerade so schaffen. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. 20 Minuten später, um genau 11:50 Uhr, stehen sich die beiden Tätowierten gegenüber. Law ist wie immer die Coolness in Person und Ace funkelt ihn hasserfüllt an. So wie er mich ansieht, kann man denken, er springt mich jeden Moment an. Law sieht sich unauffällig um. Seine Mannschaft steht weit hinten auf der Death. Der Striker ist, genauso wie Sarana, nicht zu sehen. Du hast noch 8 Minuten, knurrt der Jüngere plötzlich. Laws Miene verfinstert sich. Würden sie um Punkt 12 weiterfahren, egal was er jetzt sagt? Ich wollte nie jemanden aus der Crew auf irgendeine Art verletzen und auch sicher nicht vergraulen. Wählt Trafalgar seine Worte mit Bedacht. Abwertend zischt der Feuerbändiger. Hast du aber. Beides, entgegnet Ace kalt und steckt seine Hände in die Hosentaschen. Wo ist sie? Dann kann ich mich bei ihr entschuldigen. Versucht Laws erneut. 7 Minuten. Der Deal war, dass du erst mich überzeugen musst.
Dann und nur dann lasse ich dich zu meiner Schwester, erklärte ihm herablassend, weswegen Law mehrfach tief ein- und ausatmen muss, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Du siehst nicht so aus, als würdest du mir eine Chance geben, belächelt er den Hutträger mit einer Spur von Unsicherheit in der Stimme. War das, was du ihr gesagt hast, deine ehrliche Meinung? Ace senkt seinen Kopf, sodass der Hut einen Schatten auf sein Gesicht wirft. Trafalgar kann seinen verwirrten und fragenden Gesichtsausdruck nicht verstecken. Ich fass es nicht. Du weißt nicht mal, womit du sie verletzt hast, keift ihn der zweite Kommandant Whitebeards wütend an. Nun ist Law der sein Gesicht unter einem Schatten verdeckt. Ehrlich gesagt, ich habe ziemlich viel Scheiße geredet, beichtete Ace unüberlegt und ungewohnt unbefangen. Und was hast du ihr noch alles an den Kopf geworfen? Schreit ihn Ace aufgebracht an, versucht nicht auf ihn loszugehen und wohl wissend, dass sie ihm bereits die ganze Geschichte erzählt hat. Zumindest dachte er das. Keine Ahnung, dass sie keine Tattoos haben kann, berichtet der Kapitän schuldbewusst. Als würde Ace einer Sadanas Blitze durchzucken, wird ihm klar, warum sie immer wieder über ihre feinen Narben mit diesem traurigen Blick gestrichen hat. Sie hat mir also doch manches verschwiegen, um ihn in Schutz zu nehmen, hörte Ace unverständlich zu sich selbst sprechen. Der Whitebeard-Pirat holt kurzerhand eine Teleschnecke hervor und wählt eine Nummer. Nein, vergiss es. Du hast es versprochen, knurrt er, versucht ruhig in die Schnecke, bevor er auflegt und ruhig an Law vorbei Richtung Meer geht. Verwundert sieht ihm der Arzt nach. Schnell versteht er, als er den Striker hört, welcher über das Wasser gebraust kommt. Schnell hechtet Law dem Feuerbändiger nach, während dieser bereits auf den Striker springt. Sadana! Er greift nach ihrem Arm und erwischt sie tatsächlich. Erschrocken dreht sie sich zu ihm um. Sie hat eine Tränenspur auf den Wangen und starrt ihn gequält an. Sie kneift angestrengt, als müsste sie sich überwinden, die Augen zusammen, bevor, keinen Moment später, dunkle Blitze über den Körper zucken und Law sie loslassen muss. Es tut mir leid, flüstern sie zeitgleich, weswegen sich beide überrascht anstarren, während sie auseinandergehen. Ist Ace losgefahren. Sofort befreit er sich aus seiner Starre. Sadana! Ruft er ihr mit verzweifeltem Unterton hinterher. Doch würde Ace nie im Leben noch einmal umdrehen. Ihre Sicht. Komm, hör auf zu weinen, bitte. Fleht mich Ace an und sieht schuldbewusst, die Augenbrauen hilflos zusammengezogen, über seine Schulter. Wir fahren wieder seit Stunden durch und der Mond spendet großzügig Licht, was eine romantische Atmosphäre entstehen lässt. Ich wische mir erneut übers Gesicht und halte die Luft an, als könnte ich mich so besser unter Kontrolle bringen. Vergebens. Kaum übers Gesicht gewischt, laufen erneut die Tränen und nässen es. Nein. Jammerte ich unverständlich und umarme Ace von hinten. Er seufzt und hebt seinen Arm, sodass ich mich schnell an seine Seite kuschle und er seinen Arm um mich legt. Wenn du weinst, siehst du zwar süß aus, aber wenn du lachst, bist du wunderschön. Erzählt er mir mit gehobenem Zeigefinger, als müsste man mich nur davon überzeugen, dass ich lieber lachen sollte, und schon werde der Kummer vergessen. Doch tatsächlich muss ich wegen diesem Gedanken auflachen. Ich gehe dir auf die Nerven, oder? Schniefe ich lächelnd. Ace muss auflachen und zieht mich näher an sich. Quatsch. Ich kann dich nur nicht weinen sehen. Das tut mir in der Seele weh, erklärt er mir liebevoll. Jetzt zeig mir endlich dein Tattoo, fordert er, gespielt ernst. Ein letztes Mal wische ich mir übers Gesicht, bevor ich ihn sanft anlächle. Bist du etwa neugierig? Hä? Ja, darf ich nicht? Lacht er, was mich etwas aus dem Abgrund Richtung Licht zieht. Was würde ich nur ohne diesen Dauergrinser machen? Gerade als ich ergeben den Verband lösen will, halte ich inne und starre Ace an. Dieser grinst mich breit an, bevor sich sein Blick ins Fragende wandelt. Nichts, sage ich etwas panischer als beabsichtigt und drehe meinen Kopf zur Seite. Was denn? Ist dein Tattoo schlecht geworden? Witzelt er, während mir die Döte ins Gesicht schießt. Was, ernsthaft? Fragt er entgeistert. Nein, es ist gut, sehr gut, das Perfekteste, was es gibt.
keife ich ihn an, mit meinem Dauerbegleiter der Schamesröte im Gesicht. Skeptisch mustert er mich von oben bis unten. Guck nicht so. Es ist was anderes. Nuschle ich verlegen, seinem Blick ausweichend. Aha, fordert er neugierig weiter. Ist es warm oder bin ich einfach blöd? Es ist nur zu dunkel. Man sieht ja gar... Ich breche mitten im Satz ab, als Ace mit einem »Das lässt sich ändern, du entkommst mir nicht« Blick seinen Finger entzündet und somit Licht spendet. Ich schlucke nervös und beginne zitternd, Ace im Auge behaltend, den Verband zu lösen. Das Problem ist das Motiv an sich. Sobald der Verband ab ist, drehe ich meinen Kopf, soweit es geht, von ihm weg und unterdrücke angestrengt den Drang, nicht vor Scham ins Wasser zu springen und zu ertrinken. Ace beginnt lauthals loszulachen, weswegen ich noch röter werde, falls das denn noch möglich ist. Hör auf zu lachen, sonst springe ich ins Wasser, drohe ich peinlich berührt, weswegen er sich die Hand vor den Mund presst und angestrengt versucht, dem Drang zum Lachen zu widerstehen. Ist kitschig, oder? Frage ich kleinlaut nach seiner Meinung. Nein, ist süß, grinst er und nimmt mich in die Arme. Ich habe mir einen Orca, einen Pinguin und einen Eisbären stechen lassen. Über den Tierchen ist Ace Hut, von dem aus seine Kette die Tiere umschließt und somit verbindet. Und auf Ace Hut ist ein Strohhut mit rotem Band, von dem mir Ace immer wieder erzählt hat. Er gehört Ruffy. Er würde ihn immer tragen, nie absetzen, darauf aufpassen, als wäre er ein Schatz. Und es wäre sein Markenzeichen. Als er mir davon erzählt hat, hat er mir seinen Steckbrief gezeigt und auch da trägt er ihn. Das muss dir nicht peinlich sein. Wirklich. Das Tattoo sagt aus, was es sagen soll. Und ich finde es süß, dass du Ruffy zu deiner Familie zählst, obwohl du ihn noch nicht getroffen hast. Grinst er mich an und tatsächlich sind alle auf dem Tattoo wie eine Familie für mich. Aber sag mal, was soll denn der Orca? Fragt er mich, plötzlich perplex, weswegen ich kurz lachen muss. Wusstest du nicht, dass Sashi Orca bedeutet? Grinse ich überlegen. Ace Wangen nehmen einen leichten Do-Ton an und er kratzt sich verlegen an der Wange. Sashi, Orca. Penguin, Pinguin. Beppo ist klar. Die Kette und der Hut sind von Ace, wobei die Kette Verbundenheit symbolisieren soll und der Strohhut steht für Ruffy. Meine Familie. Und Trafalgar. Meine Hand gleitet ungewollt zu meiner Brust, wo sich die Worte »Law, ich liebe dich« in dem Zeichen der Heartpiraten verstecken. Ich finde, das Zeichen der Herzpiraten gehört auch an mein Herz. Und diese Worte befinden sich in genau diesem versteckt. Traurig beginne ich zu lächeln, bevor Ace weiter über mein Tattoo zu sprechen beginnt.